Ein letztes Heimspiel in dieser Saison. 34 Spieltage liegen hinter uns. Der Einzug in die Conference League steht unter der Saison als Aufsteiger. Das ist Wahnsinn. Das ist immer noch nicht zu begreifen. Preußen Münster in der Conference League in Europa. Ich bin sehr, sehr gespannt, welche Gegner wir dann zugelost bekommen. Der VfL Bochum heute der letzte Heimspielgegner, der noch um den Klassenerhalt fightet. Mit 5 anderen Mannschaften zusammen. Das heißt, wir greifen heute aktiv in den Abstiegskampf ein. Hamburg ist noch mit dabei. Die Kölner, Augsburg. Hoffenheim kann auch noch mit reinrutschen, ja. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, wer am Ende dieses Spiels hier dann als Absteiger feststeht und wer in die Relegation muss. Wir werden unter anderem dann wieder in die anderen Ligen gucken, schauen, was wir an Geld bekommen haben. Ja, dass wir mit Paul Wanner eventuell, ja, dass ich die Kaufoption da gezogen bekomme. Und noch viele, viele spontane andere Dinge. So, wir gucken auf ein paar Statistiken. Wie viel Tore hat zum Beispiel Fridtjonsson, wie viel Vorlagen hat Wanner gemacht, das interessiert mich auch mal. Jetzt heißt es aber nochmal genießen. Und nochmal einen Sieg holen. Vor ausverkauftem Haus hier. Ja, und dann kann ich eigentlich jetzt schon mal auch vielen Dank sagen an euch, dass ihr so zahlreich diese Karriere hier verfolgt habt. Schon seit Beginn in Liga 2. Könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben, seit wann ihr schon mit dabei seid. Würde mich mal interessieren. Ja, egal, auch an jeden neuen Zuschauer, der hier über die Saison mit hinzugekommen ist. Ja, möchte ich auch nochmal ein großes Dankeschön sagen, weil das ist, wie gesagt, nicht selbstverständlich, mich hier zu unterstützen, zu supporten. In welcher Art auch immer, Like, Kommentar oder auch ein Abo. Das freut mich einfach, ja, und das zeigt, dass ich auch nicht so viel falsch mache, eventuell. Für viele Leute. Hoffenheim führt schon mal gegen Leipzig, das heißt, die sind schon mal raus. Stand jetzt. Von daher hoffe ich, dass wir dann auch in der dritten und letzten Saison, die wir dann mit Münster machen werden, auch so erfolgreich spielen. Dass wir international auch eine gute Rolle spielen werden. Und dass wir jetzt hier erstmal gegen Bochum zu Hause den letzten Sieg holen. Abgefälscht. Und Revis im Tor. Langer Ball abgeblockt und dann geht es direkt wieder in die andere Richtung. Wir haben wieder Platz. Viel Platz, so ähnlich wie gegen Frankfurt. Die haben halt auch gar keine Gegenwehr gezeigt. Also das war wirklich auch sehr, sehr schwach von Frankfurt. Von Bochum erwarte ich jetzt natürlich ein bisschen was anderes. Weil die müssen noch irgendwie was kriegen. Ansonsten spielen die nächstes Jahr in Liga 2. Bernardo, Sissoko. Ja, da geht es auch mal wieder hinten rum. Da ist auch sehr viel Vorsicht natürlich. Die wollen nichts riskieren, aber müssen halt auch zusehen, dass der HSV nicht gewinnt. Augsburg führt gegen Frankfurt. Die werden jetzt auch Stand jetzt draußen. Das heißt, es würde zwischen Bochum und Hamburg, glaube ich, um den Relegationsplatz gehen und um den direkten Abstieg. So, Jong war außen. Habe ich eigentlich gedacht, der bleibt auf dem Flügel. Fridtjonsson, Godowski. Fridtjonsson mit der nächsten Chance wieder abgefälscht. Also, wir haben unsere Chancen. Ja, wir spielen mit. Ich will hier keine Wettbewerbsverzerrung natürlich betreiben. Schön mitspielen. Und natürlich auch nochmal gewinnen. Also, ich will mich hier mit dem Sieg verabschieden aus der Saison. Und dann entspannen wir erstmal ein bisschen und dann gucken wir, wie wir den Kader reif fürs Internationale kriegen. Das wird auch eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Je nachdem, wie viel oder wie wenig Geld wir zur Verfügung haben. Godowski jetzt. Unser Pressing klappt. Fridtjonsson vorne muss mitkommen. Sonst machen wir es alleine. Nee, Fridtjonsson ist ja da. Schade. Auch da fehlt halt wieder nicht viel. Auch da steht immer wieder ein Mann und ein Fuß dazwischen. Und die Bochumer machen bislang nicht viel. Union führt beim VfB. Also auch da hätten wir eventuell noch mal ein bisschen Hilfe bekommen heute. Wenn es in Frankfurt noch nicht funktioniert hätte. Aber es hat ja geklappt. Von daher stellt sich die Frage gar nicht. Sissoko, De Witt. Pannewick, ja, das sieht sehr, sehr gefällig aus. Mit sehr viel Vorsicht beim VfL. Also bis zum Strafraum ist das vielleicht noch alles schön und gut, aber danach hapert's halt. So wie bei uns bislang. Ein paar gute Abschlüsse hatten wir schon. Wanner, zu viel Platz. Da freue ich mich schon. Ich hoffe, wir kriegen die Kaufoption wirklich gezogen. Vielleicht noch in dem Part, weil die Saison ist ja dann vorbei. Dann müssen wir eigentlich das Geld kriegen und dann hoffe ich, dass wir die Option wahrnehmen können. Für 7,5 Millionen. Die würde ich dann auf jeden Fall ziehen.
Weil den muss ich einfach behalten. Oh, schöner Ball von Grodowski zu hoch. Den darf ich nicht verkaufen. Und dann ist ja auch die Frage, jetzt wo ich die Fans gerade sehe, das Stadion, ob wir das eventuell, ob es ein anderes Stadion gibt, ob wir es vergrößern. Ich glaube, die Option hat man ja auch dann immer vor Beginn einer neuen Saison, dass man das Stadion ein bisschen verändert. Vielleicht ziehen wir um. Vielleicht ziehen wir in ein größeres Stadion. Vielleicht sagt ja die UEFA, oh, das ist aber nicht zulässig für europäische Spiele. Vielleicht müssen wir wirklich umziehen. In ein anderes Stadion. Jetzt kommt aber erstmal Wanner vielleicht mit dem ersten Tor. Nein. Wird auch wieder gerade noch geblockt. Also auch bei uns bis zum Strafraum sieht das alles sehr gut aus. Ja, aber so eine glasklare Chance hatten wir da leider noch nicht. 2 abgefälschte Schüsse. Und das kommt vom VfL. Viele Fehler auf jeden Fall. Super von Castañeda. Und wieder das Umschalten. 4 gegen 2. Jetzt müssen wir es eigentlich ausgespielt bekommen. Über Grodowski. Jetzt aber Grodowski! In Minute 45. Mit dem Halbzeitpfiff. Genau wie im Heimspiel gegen Köln. Da war es dann das 2:0. Hier ist es das 1:0. Und endlich haben wir es ausgespielt bekommen. 4 gegen 2. Das sind einfach so Situationen, die musst du nutzen. Da musst du einfach ein Tor schießen. Schöner Abschluss. Schön oben links rein. Grodowski, den kann ich eigentlich auch nicht verkaufen. Aber der wird, glaube ich, auch nicht mehr besser. Ich warte mal ab über den Sommer. Aber wenn da ein vernünftiges Angebot reinschießt aus der Premier League oder keine Ahnung woher, jetzt quietscht hier mein Stuhl. Schön zur Halbzeit. Muss ich auch mal wieder ölen. Naja, egal. Dann muss ich das annehmen. So wie bei Malik Badmaz. Das sind einfach Sachen, die ich machen muss aus Sicht von Münster. Da kommen wir leider nicht drum herum. Auch da dann Erlöse zu erzielen. So, letzte Halbzeit. Die letzten 45 Minuten in dieser Saison brechen an. 1:0 sind wir in Führung. Wir machen uns schon mal so ein bisschen Gedanken. Wo könnte es denn hingehen in der Conference League? Ja, ich hoffe auf jeden Fall nach Spanien, nach England, so in die Ligen, wenn wir da einen Gegner zugelost bekommen. Vielleicht aber auch aus Schweden, Norwegen, Finnland hat, glaube ich, hier keine Liga, oder? Ich glaube doch. Ich glaube, die finnische Liga ist mit dabei. Oh, Bochum ist sehr defensiv. Ja, oder vielleicht aus der Schweiz, aus Österreich, aus der Türkei, wer weiß es schon. Ich bin sehr, sehr gespannt, wen wir als Gegner dann bekommen für die Conference League. Oder ob wir nochmal Playoffs spielen müssen. Ich glaube, wir müssen auch nochmal eine Runde Playoffs spielen. Ich glaube, wir sind nicht direkt in der Conference League. Wir müssen uns, glaube ich, in Hin- und Rückspiel beweisen. Ich glaube, das musste Heidenheim auch gegen BK Häcken. Und genau das Gleiche müssen wir, glaube ich, auch machen. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal 2 internationale Spiele. Ich hoffe, da kommen da noch ein paar mit hinzu. Jetzt gibt es erst nochmal ein Tor. Christian Listzec, der ist auch noch mal ein bisschen aufgetaut, so in den letzten Spielen. Auch den haben wir, glaube ich, noch eine weitere Saison. Den haben wir 2 Jahre lang geliehen, oder? Auch nur 1 Jahr, da weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall hat er auch schon richtig, richtig gute Werte. Ist auch mit einer der besten Spieler. Eine 73er Gesamtstärke hat er. Und dann macht er den vom Elfmeterpunkt. Zack. Sehr schön. Also 54. 2:0. Und für den VfL sieht es immer bitterer aus. Wenn der HSV jetzt nämlich führt, dann ist Bochum direkt abgestiegen. Und der HSV würde sich in die Relegation retten. Auf den 16. Platz. Wir sind schon wieder vorne. Fridtjonsson 3:0. Der weiß gar nicht, wie er jubeln soll. Das ist auch wahrscheinlich eine seiner letzten Tore, die er hier machen wird, weil von ihm werde ich mich, glaube ich, im Sommer trennen. Da werde ich den Vertrag entweder nicht verlängern oder auflösen oder ihn verkaufen. Weil da muss ich auch upgraden. Obwohl er halt auch immer für ein paar Tore gut ist. So ist es ja nicht, ne? Der ist sehr kopfballstark. Ob wir da nochmal einen gleichwertigen Ersatz bekommen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich einen besseren. Also, hoffe ich. Vielleicht durch Nacho Ferri. Vielleicht ist Nacho Ferri der Ersatz für Fridtjonsson. Wir lassen uns mal überraschen. Also 3:0, jetzt wird es doch sehr, sehr deutlich nochmal hier zum Abschluss. Aber die Gedanken sind gerade ganz woanders. Bei der neuen Saison, bei der Planung. Oh, Bero macht sich nochmal auf den Weg. Das wird wahrscheinlich das 3:1. Durch Pratz. Das kam so völlig aus dem Nichts. Das war völlig random. Einfach von hinten losgesprintet. Und da kannst du da nichts machen. Erste Chance, quer gespielt. Siehst du meistens alt aus als Keeper. Da ist nichts zu halten. Aber wirklich, guck mal, so zack, aus dem Nix. Einfach losgesprintet. Dann dachte ich, er schießt selber. Und spielt dann genau in dem Moment, als der Keeper rausläuft, auf Pratz rüber. Und der macht das 3:1.
Und der VfL ist wieder da, aber das reicht nicht. Wie gesagt, solange Hamburg... Wobei es reicht ja auch, wenn die nur Remis spielen, ne? Dann haben die ja einen Punkt mehr. Dann wäre Bochum auch abgestiegen. Also muss Bochum hoffen, dass die Hamburger auch verlieren. Ansonsten geht es für den VfL wieder runter in Liga 2. Jongwa kommt. Grodowski mit dem Rebound. Ja, kriegt er nicht. Aber so spielen sie das souverän raus, natürlich. Warum auch nicht? Ja, die Bayern führen 3-0. Die holen sich dann also auch eventuell Platz 2. Je nachdem, wie Leipzig spielt. Wir haben die nächste Chance über Listesch. Fridjonsson. Ja, lässt sich auch immer wieder fallen. Bochum steht hinten drin. Lässt uns Platz auf den Flügeln. Die Fans skandieren schon wieder Sieg. Das ist mir immer ein bisschen zu früh. Aber vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass wir dann gewinnen. Vielleicht ist das so ein verstecktes Easter Egg vom Spiel, dass das Spiel dann auch entschieden ist. So, mal eine schöne Flanke. Von Wanner rein in Strafraum. Ja, die kommen gut. Castañeda. Und wieder Bero. Zieht er wieder einen Sprint an. Ja, aber nicht gegen Ishii. Da kommt Poso hinzu. Ball wieder auf Pratz. Der ist nicht im Abseits. Achtung. Oh, hat Ishii da umlaufen. Und das 3-2. Die Bochumer. Guck mal, Pratz steht in der Ecke. Der schämt sich schon fast so ein bisschen. Weiß gar nicht, was er machen soll. Aber das ging definitiv zu einfach. Hier Ishii, da hat er sich verarschen lassen auf dem Bierdeckel und Pratz mit dem 3-2. Abdon Pratz. Oder Pretz oder keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Aber der macht auf jeden Fall hier das 3-2 und macht das Spiel nochmal spannend. Das zum Thema Wettbewerbsverzerrung. Wir greifen hier aktiv mit ein. Wir haben den Gegnern die Hoffnung gemacht. Jetzt kommt der VfL nochmal zurück. Aber im Endeffekt ist das halt auch eine Geschichte. Du steigst auch nicht am 34. Spieltag ab. Du rettest dich dann vielleicht nochmal glücklicherweise in die Relegation oder hast du nicht gesehen, Fridjonsson, aber du steigst nie am letzten Spieltag ab. Du steigst 33 Spieltage vorher ab. Du hast so lange Zeit, dich in der Liga zu halten, wenn es dann am letzten Spieltag dann nicht klappt und es dann halt auch rechnerisch feststeht, dann ist es so. Ja, da graben wir wieder dann das alte Thema Relegation aus, was ich auch nicht gut finde. Weil warum soll die Mannschaft aus der zweiten Liga bestraft werden für eine gute Saison und die Mannschaft aus der ersten Liga belohnt werden? Da fehlt mir so ein bisschen der Gerechtigkeitssinn. Ja, aber es geht natürlich ums Geld. Was auch sonst? Und jetzt müssen wir aufpassen. Die Bochumer haben Blut geleckt. Die wittern jetzt nochmal ihre Chance im 4-1-2-1-2. Haben hinten so ein bisschen aufgelöst. Haben jetzt eine Dreierkette dort formiert und sind vorne über Sissoko. Aufgepasst. Proschinski. Also ein 3-0 hier verspielen müssen wir jetzt auch nicht unbedingt. Lieber noch ein viertes machen. Wäre doch eine gute Idee, oder? Wanner gegen Bernardo. Wanner. Grodowski in der Mitte. Grodowski! 4-2. Und die Entscheidung, Fragezeichen. Ich glaube, zu 70-80% ist das die Entscheidung. Also es sei denn, Bochum kommt jetzt nochmal schnell auf ein 4-3 ran, aber ansonsten war das hier die Entscheidung. Das letzte Tor und eventuell der Abstieg für den VfL Bochum. Schönes Tor. Wie gesagt, Grodowski ist auch mal für ein Tor gut. Ob das halt fürs internationale Geschäft reicht, weiß ich nicht. Wir müssen uns dann natürlich auch erstmal qualifizieren für die Ligaphase. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, wir wären direkt dabei. Aber nee, wir müssen ja, denke ich, nochmal in die Playoffs rein. Ja, oder sind wir, weil wir in der Bundesliga spielen, direkt mit dabei? Das weiß ich nicht. Wir lassen uns überraschen. So oder so haben wir auf jeden Fall 2 internationale Spiele. Ich hoffe, dass die Reise dann nicht schon vorbei ist. Das wäre ziemlich bitter. Aber gut. Auch dann können wir es nicht ändern. Auch dann würde sich die Welt weiterdrehen. Nochmal Proschinski. Der VfL nochmal mit letztem Aufbauen. Bero. Und Verhoff kommt auf. De Witt abgeblockt. Jetzt stehen wir mal dazwischen. Sehr schön. Weiß der Gegner mal, wie ich mich ganz oft fühle. So, und der letzte Angriff der Saison. Wer schießt das letzte Tor? Listesch vielleicht? Hat es Grodowski geschossen? Ich glaube, Grodowski hat das letzte Saisontor von uns geschossen. Und dann gucken wir gleich, ob es für den VfL für die Relegation gereicht hat. Ob es der direkte Abstieg leider wieder ist. Weil ich finde, der VfL gehört einfach auch in die Bundesliga. Die Saison ist vorbei. Das letzte Spiel gewinnen wir 4-2. Wir bleiben Sechster. Ja, das stand ja schon vor dem Spiel fest. Ja, aber was passiert jetzt mit Bochum?
Was passiert mit Hamburg? Und was passiert mit den ganzen anderen Teams und auch mit den anderen Ligen? Das werden wir jetzt noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. So, dann starten wir mal unsere kleine Rundtour. Also Mainz gewinnt auf jeden Fall. Bremen verliert in Dortmund 5:0. Ich glaube, die waren auch noch unten mit dabei. Oder war es nur Hamburg? Das weiß ich gar nicht. Also jetzt haben wir 44 Tage Pause, beziehungsweise die Saison endet in 44 Tagen. Das heißt, wenn wir jetzt das Geld bekommen würden, ich spule jetzt erstmal vor. Ich hoffe, dass wir das Geld dann schnellstmöglichst bekommen, dass ich die Kaufoption ziehen kann bei Wanner. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz entscheidend. Was ist hier mit Behrens? Der hat jetzt auch wieder ein Angebot bekommen von Coventry City, 990.000. Keine Aktion möglich, also die haben abgelehnt. Dann machen wir einfach mal, ja, annehmen, 940.000, Morten Behrens, dann kriegen wir auch wieder ein bisschen mehr Geld. Ist das Geld denn schon drauf? Wir können ja mal hier gucken. Ist noch nicht drauf. So, wir gucken jetzt erstmal in der Bundesliga auf die Abschlusstabelle und gucken, für wen es gereicht hat und wer halt absteigen muss. Also Dortmund Meister, Leipzig Vizemeister, die Bayern und Gladbach spielen in der Champions League, Leverkusen spielt Euroleague, wir spielen Stand jetzt in der Conference League. Da kann sich auch noch was verändern. Wir spielen aber Stand jetzt in der Conference League. Dann Wolfsburg, Stuttgart, Frankfurt, Union, Freiburg, Bremen. Gut, hatte sich schon erledigt. Dann Augsburg gerettet, Hoffenheim, SFC Köln, der HSV. Die haben auch verloren, aber durch das schlechtere Torverhältnis. Um ein Tor schlechter. Sonst wäre der VfL Bochum nämlich noch 16. geworden. Bochum steigt ab mit Mainz. Hamburg ist in der Relegation. Die haben nämlich minus 19 bei der Tordifferenz. Bochum hat minus 20. Also hätten sie nur 3-2 verloren, wäre der VfL 16. Weil die nämlich 4 Tore mehr geschossen haben als der HSV. Die haben am letzten Spieltag nämlich auch verloren. Dann, wie es scheint, zu Hause gegen Freiburg. Also Bochum und Mainz runter. Ich bin gespannt, wer davon aus der zweiten Liga hochkommt. Und vielleicht haben wir ja 3 Aufsteiger, wenn der HSV die Relegation wieder verspielt. Weiß man natürlich nicht. So, wir gehen mal weiter. Pokalfinale ist Dortmund gegen Leipzig. Und Dortmund ist der Meister, ne? Und das ist halt die Frage. Wenn der Meister auch gleichzeitig Pokalsieger wird und in der Champions League spielt, gilt dann nicht Platz 5 auch noch für die Champions League? Oder wie war das? Oder war Platz 6 dann noch für die Euroleague? Weiß ich nicht. Wir lassen uns überraschen. Dann schauen wir mal weiter. Relegation Hamburg. Der Gegner wird noch gesucht. Hier haben wir schon mal den, Superpokal. Champions League Finale ist Basel gegen Real. Auch sehr interessant. Und Frankfurt hat das Euroleague Finale verloren. Schade, gegen Villarreal mit 2:1. Das ist unser Wettbewerb dann nächste Saison, hoffe ich. Sevilla gegen Newcastle. Ich gucke jetzt gerade mal in den Playoffs. Ne, Playoffs Liga. Ja, die Gruppenphase sehe ich jetzt gerade nicht, ne? Die Gruppenphase, beziehungsweise die Quali sehe ich jetzt gerade gar nicht. Aber wir gucken mal, war hier einer von den deutschen Vertretern mit dabei? Hier war kein deutscher Vertreter, ne, oder? Oder bin ich blind? Nö. Keine einzige deutsche Mannschaft, aber auch Augsburg. Wo ist denn der FC Augsburg gewesen? War ich blind? Habe ich die nicht gesehen? Wo war denn Augsburg? Ach, 6. Okay. Vielleicht sind die dann doch direkt mit dabei. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Hier Gruppenphase von der, Europameisterschaft. Ne, Weltmeisterschaft. Stimmt. 2026 ist Weltmeisterschaft. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Wo sind die Deutschen? Sind die Deutschen überhaupt dabei? Wo sind sie denn? Hier gegen Schweden, Wales und Marokko. Schauen wir mal, was da geht. So, jetzt gucken wir in die anderen Ligen rein. Jetzt beginnt unsere kleine, feine Reise. Ne, erstmal hier Statistik. Profi-Statistik. So, Harry Kane, 25 Tore. Maxi Bayer 23, unser bester Torschütze. Gucken wir mal. Ist hier einer mit dabei. Ist Friedjonsson. Den Mann, den ich loswerden möchte. Mit 13 Toren wird unser bester Torschütze. Vorlagengeber Grudowski mit 9. Paul Wanner mit 9 Vorlagen. Also hat auch eine gute erste Saison gespielt. Friedjonsson auch mit 8 Vorlagen. Also hat er insgesamt ganze 21 Scorer in 34 Spielen. Das ist eigentlich sensationell. Und der hat nur 27 Spiele gemacht. Also von daher ist das eigentlich ein voll guter Wert. Und vielleicht habe ich ein bisschen zu schlecht geredet. So, jetzt gucken wir in die anderen Ligen rein. Gucken wir mal, auf wen wir eventuell treffen könnten. Starten wir mal, guck mal in Belgien. Wer ist da für die Conference League? Achso, die haben so eine Meisterrunde, ne? Da müssen wir erst mal abwarten. Also, da ist, Club Brügge bislang auf der 1. Jetzt gucken wir mal in der zweiten Liga. Wer ist aufgestiegen? Heidenheim und St. Pauli. Also die Absteiger sind auch gleichzeitig wieder Aufsteiger. Heidenheim kehrt zurück. St. Pauli und Düsseldorf spielt gegen Hamburg in der Relegation. Wer ist dann hier abgestiegen? Gucken wir mal. Wer muss in die dritte Liga runter? Braunschweig und Wiesbaden. Rostock spielt in der Relegation gegen Regensburg. Dort steigt Ingolstadt und Bielefeld auf. Ingolstadt mit 85 Punkten. Ey, voll stark. Alles klar, Frauen-Bundesliga, gucken wir mal. Bayern 1., Wolfsburg, Frankfurt.
Ja, schade, haben nur 6 Punkte gefehlt. Dann gucken wir mal natürlich in der Premier League vorbei. Die haben noch einen Spieltag, da ist aber City schon Meister. Da spielt dann Liverpool, Chelsea und der FC Arsenal. Europa League ist dann nur Aston Villa. Haben die nur... Ah ne, die haben 4 Teams für die Champions League. Wer spielt denn in der Conference League eigentlich? Der Pokalsieger dann wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Abgestiegen sind hier die Wolverhampton Wanderers, Sheffield und Luton Town. Das wäre zum Beispiel auch eine Option für die Saison nach der dritten Münster-Karriere, dass wir vielleicht auch mal in der Premier League einen Verein übernehmen oder in der zweiten englischen Liga. Der FC Everton und Southampton steigen wieder auf, beide mit 99 Punkten. Gut, die sind auch einmal durchgefegt. Dann gucken wir mal in der McDonalds-Liga nach. Paris, wer hätte es gedacht? Überraschenderweise, wer steigt da auf? Saint-Étienne und Clermont Foot oder die zweite französische Liga. Ihr habt ja schon ein paar Beispiele in den Community-Tab geschrieben. Die merke ich mir und sammle dann, wenn die dritte Saison vorbei ist, nochmal ein paar mehr Beispiele oder ein paar mehr Vorschläge. Vielleicht habt ihr ja zu dem Zeitpunkt noch ein paar andere Vorschläge. So, Italien, da ist Neapel Meister. Da ist der AC Mailand, ist das, ne? Zweiter, Juve und Lombardia FC. Inter Mailand ist da Vierter geworden. Wer steigt hier ab? Pisa, Sampdoria, Genua und AC Parma. Okay, zweite italienische Liga, Aufsteiger, Cremonese und Salernitana. Holland gucken wir auch mal vorbei. Feyenoord vor PSV, aber auch sehr, sehr deutlich, nur 2 Niederlagen. So, Portugal, ist auch mal sehr, sehr spannend. Sporting vor dem FC Porto und Benfica. Die 3 machen das eigentlich immer unter sich aus, so die letzten Jahre. Dann auch Rumänien, ja, können wir auch mal gucken. Da könnte auch ein möglicher Gegner dabei sein. Okay, Universal Craiova, glaube ich, heißen sie. Könnten auch dabei sein. Schottland, können auch Gegner mit dabei sein. Celtic überraschenderweise. Schweden können auch Gegner dabei sein. BK Häcken ist da. Ach nee, die haben erst angefangen. Die spielen ja immer über das Jahr verteilt, genau. So, aus der Schweiz auch mögliche Gegner. Lugano, Zürich, Servette, Young Boys Bern. Ich lasse mich überraschen. Ich freue mich wirklich auf die Conference League. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht unbedingt Real Betis kriegen in den Playoffs oder so. Das wäre sehr, sehr bitter. Da ist Real Meister. Zweite Liga steigt Vallecano auf und Teneriffa. In der Türkei ist Beşiktaş Meister. Die haben noch 3 Spiele. Das entscheidet sich noch zwischen Beşiktaş und Fener. Gut, da kann niemand mit dabei sein. Da ist aber Inter Miami auf der 1 zurzeit. Österreich. Gucken wir mal. Salzburg und Linsk und Sturm Graz. Sie haben aber so eine Meisterrunde halt, wie gesagt. Also, sehr, sehr interessante Mannschaften, auf die wir treffen können, rein theoretisch. Jetzt möchte ich gerne nochmal vorspulen, um zu gucken. Was haben wir denn hier? Scouting-Berichte. Habe ich längst nicht mehr. Vielleicht gehen die Berichte ja jetzt weg. Nee, bleiben immer noch. 7 ungelesene Mails. So, Stillstand bei Verhandlungen. Letztes Spiel von Scherder. Turnierpreisgeld 66 Millionen Euro. Leihe endet bald. Jugendspieler will weg. Also wir haben hier ganz, ganz viele, die natürlich auch eine gute Entwicklung genommen haben. Die natürlich auch spielen wollen, beziehungsweise dann noch gehen. Die werden dann halt auch gehen. Das ist halt so. Jugendspieler kommen und gehen. Ich möchte halt jetzt, dass wir das Geld bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig und wahrscheinlich und hoffentlich noch bevor die Leihe ausläuft von Paul Wanner. Morten Behrens geht zu Coventry City für 940.000. Da können wir wahrscheinlich noch ein bisschen oder hätten noch ein bisschen mehr Geld rausholen können. Oh ne. Gut, 940.000. Bester Deal wäre 1 Million gewesen. So, Newcastle gewinnt die Conference League. Halten den Pokal schon mal warm für uns. Haben wir denn das Geld jetzt bekommen oder wann bekommen wir das Geld, ist die große Frage. Wann bekommen wir das Geld? 68.000 haben wir jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, durch den Verkauf von Morten Behrens. Ansonsten muss ich halt abwarten bis zur nächsten Saison. Dann werde ich natürlich auch mit euren Transfervorschlägen dann auf den Transfermarkt gehen. Bin sehr, sehr gespannt. Ich warte jetzt nochmal, bis wir im Juni sind. Vielleicht kommt da das Geld. Bislang noch nichts zu sehen. Wahrscheinlich erst am Saisonende. Dann, wenn der Vertrag ausläuft mit Paul Wanner. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, dass wir dann die Kaufoption leider nicht ziehen können. Ich mache jetzt hier schon mal Stopp. Ich beende hier die Saison. Bedanke mich bei euch, dass ihr mit dabei seid. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir genauso viel Spaß auch in der nächsten Saison haben. Mit welcher Mannschaft auch immer. Ich nehme euch auf jeden Fall mit in einem separaten Transfervideo. Ich glaube, das habe ich bei der Eintracht auch mal gemacht. Dann seid ihr auf dem neuesten Stand. Und dann starten wir rein in die neue Saison. Also macht's gut. Lasst nochmal einen Daumen nach oben da. Schon mal ein kostenloses Abo, damit ihr den Start der nächsten Saison nicht verpasst. Vielen, vielen Dank. Fühlt euch geherzt. Bis zum nächsten Part. Bis zur nächsten Saison. Ciao, ciao.